Heute bei den Lately News hat ein umgefallener Baum den Verkehr auf der Autobahn kurz vor Stuttgart zum Erliegen gebracht. Wie sich herausstellte, war der Baum nicht einfach nur so umgefallen, sondern Biber hatten diesen angenagt. Leider etwas zu viel auf der Seite zur Autobahn, sodass der Baum deswegen auf diese umkippte. Der gerufene Biber-Vertreter, Biber Justin Bieber, entschuldigte sich für das Malheur. Zudem versicherte er, dass die Biber zur Strafe 4 Wochen beim BR arbeiten müssen. Eine echt verdammt harte Strafe. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt von unzähligen Fahndungsfotos in den Dienststellen der Polizei. Und hätte ich gewusst, dass die am Ende nur das Foto aus meinem Pass nehmen würden, dann hätte ich mir das Geld sparen können für die professionellen Fahndungsfotos, die ich extra dafür habe machen lassen. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, ein Kessel Buntes aus dem DDR-Fernsehen auch noch heute quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Rio de Janeiro, wo es definitiv kein Coronavirus gibt, also bitte weitergehen. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonderpiratenkorrespondent Benny Blackbeard die neuesten Piratentrends. Immer schön zu sehen, dass man auch heute noch mit Piraterie einen Haufen Dukaten verdienen kann. Und es gibt vermutlich nichts Schöneres als abends auf hoher See den Sonnenuntergang zu erleben, während man ein Kreuzfahrtschiff der AIDA vorher durchlöchert hat und nun die Passagiere vor Dank schreien, weil man ihnen das Bordprogramm mit Mario Barth erspart hat. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Was leider die wenigsten wissen, ist, dass ich vor ein paar Jahren vom Sheriff's Department in Berlin zum Deputy ernannt wurde. Und ein Deputy zu sein, hat gleich mehrere Vorteile. Denn bekanntlich wird immer nur der Sheriff erschossen, aber nicht der Deputy. Und auch die Bürger Berlins zeigen sich hochkooperativ, wenn ich mit meinem Deputy-Stern an der Brust und meiner Schrotflinte in der Hand zum Bäcker gehe und alles geschenkt bekomme. Etwas Ähnliches hat sich ein Mann in Berlin-Buch auch gedacht, als er von der Polizei angehalten wurde. Dem Polizeibeamten fiel er auf, weil an der Seitentür seines alten Opel Vectras fett Polizei stand. Das aber falsch geschrieben und er auf das Dach ein funktionstüchtiges Polizeiblaulicht geschraubt hatte. Weiterhin gab er sich dem Beamten gegenüber auch als Polizist aus. Die Beamten fanden das total unloll, weswegen der Mann nun im Gefängnis sitzt. Den Wagen wiederum fanden die Kollegen so cool, dass sie ihn nun selber fahren. Währenddessen in Göttingen. Bei mir zu Hause ist es fast schon normal, dass der Staatsschutz mindestens einmal die Woche vorbeikommt, um mein 60.000 Quadratmeter großes Anwesen zu durchsuchen. Und wenn sie meistens gerade durch sind, müssen sie wieder von vorne anfangen, weil Angela Merkel mal wieder die eine oder andere News zu ernst genommen hat und diese brühwarm Emmanuel Macron erzählt hat. Was nur selbstverständlich ist, denn das hier ist ein Qualitätsjournalismus, der quasi über der Augenhöhe von anderen Nachrichtensendern ist wie Russia Today, den Fox News und Echsenmenschen Today. Dass man allerdings nach einer Hausdurchsuchung wichtige Beweismittel einfach in einem Karton vor der Tür wieder vergisst, ist bei mir noch nicht passiert, aber bei einer Razzia gegen die Neonazi-Gruppe Aryan Cycle Germany in Göttingen. Zum Glück fiel das in Ariel auf und sie brachten den Karton den Beamten auf die Polizeistelle. Denn Arier sind zwar freundlich, aber zum Glück nicht sehr helle. Derweil in New York. Ich bin ja ein begeisterter Fußballmanager und weiß gar nicht, wie oft ich den Lüneburger SK aus der Bedeutungslosigkeit der 4. Liga geholt habe, nur um dann Real Madrid im Champions League Finale 18:0 zu schlagen. Und manchmal mache ich das noch einmal auch virtuell am PC. Dass ich aber meinen Königstransfer in der Saison nicht etwa über die üblichen sozialen Netzwerke bekannt gebe, sondern auf Tinder, passiert mir persönlich eher seltener. Deswegen bin ich definitiv nicht auf Tinder.
Vor kurzem hat der amerikanische Fußballspieler Jesus Chico Perez Tinder benutzt, um seinen kurz bevorstehenden Transfer von einem unbekannten US-College zum irischen Fußballclub Dundalk FC bekannt zu geben. Leider wusste Dundalk FC nichts von seinem Glück, weil der Verein bis dato noch nicht einmal mit dem Spieler selber geredet hatte. Was aber Jesus Chico Perez noch mehr Probleme bereitete, war die Frage seiner schwangeren Frau, was zum Teufel er auf Tinder zu suchen hatte. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Blinker Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Blinker Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Viele wissen das ja nicht von mir, aber ich bin ein begeisterter Automechaniker und liebe es, an Autos rumzuschrauben. Vor allem an Autos, die mir nicht gehören. Allerdings hat mich letztens die Polizei angehalten und mich darauf hingewiesen, dass meine Blinker scheinbar nicht funktionieren, als ich auf der Autobahn dem Stau ausgewichen bin, indem ich immer zwischen Rettungsgasse und Seitenspur gewechselt bin. Natürlich lobten die Beamten meine vorbildliche Fahrweise. Aber trotzdem brauchte ich nun neue Blinker oder ein neues Auto. Und da mein Nachbar Günther Jauch mit seinem Auto immer noch nicht wieder zu Hause angekommen war und ich somit nicht seine Blinker klauen konnte, suchte ich nun eine kostengünstige Alternative. Ich glaubte, im Blinker Magazin gefunden zu haben. Nur wie sich herausstellte, ist das Blinker Magazin gar kein Autoblinker, sondern ein Angelmagazin. Trotzdem konnte ich am Ende das Blinker Magazin mit den Blinkern von Günther Jauchs Auto austauschen. Deshalb sei nur verwarnt, Blinker Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und Günther Jauch fällt das schon nicht auf. Immerhin habe ich beim Ausbauen der Blinker aus Versehen auch gleich die Bremsleitungen seines Autos durchgeschnitten. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.